Kennst du das? Du hast ein Dashboard, du hast ein Prozessdiagramm und du hast vielleicht sogar mehrere Workshops gemacht. Und trotzdem bleibt im Meeting eine Frage offen. Was passiert eigentlich wirklich zwischen Auftrag, Lieferung, Rechnung und Zahlung? Im letzten Video haben wir über einen blinden Fleck gesprochen. Ein Prozessdiagramm ist nicht dein Prozess, ein KPI ist nicht die Ursache und ein Dashboard ist noch keine Diagnose. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir erklären, was ist Prozessmining wirklich und genauso wichtig, was ist es nicht. Willkommen bei Smart Data Stories. In diesem Video zeige ich dir Process Mining nicht als Buzzword und nicht als Tool-Demo, sondern als Denkweise, als Brücke zwischen Daten, Prozesslogik und besseren Entscheidungen. Process Mining ist im Kern eine Methode, mit der du aus digitalen Ereignissen verstehst, wie ein Prozess tatsächlich läuft. Nicht nur, wie er laufen sollte. Nicht nur, wie er in einer PowerPoint-Folie aussieht. Und auch nicht nur, welches Ergebnis am Ende herauskommt, sondern welche Schritte passieren, in welcher Reihenfolge, wie lange dauert es zwischen den Schritten, welche Varianten entstehen, wo wird gewartet, wo wird nachgearbeitet und wo weicht die Realität vom gewünschten Ablauf ab. Das klingt zunächst einfach, aber genau hier liegt der Unterschied zum klassischen Reporting. Ein normales Dashboard verdichtet Daten, zum Beispiel On-Time Delivery, Durchlaufzeit, offene Tickets, Kosten. Das ist wichtig, aber es ist meistens aggregiert. Und Process Mining schaut nicht nur auf das Ergebnis. Process Mining schaut auf den Weg dorthin. Stell dir einen einzelnen Auftrag vor. Dieser Auftrag ist nicht einfach nur eine Zahl in einer Tabelle. Er hat eine Geschichte. Er wurde angelegt, er wurde geprüft, vielleicht wurde die Menge geändert, vielleicht gab es eine Rückfrage, vielleicht wurde produziert, dann geliefert, dann fakturiert und irgendwann bezahlt. Jeder dieser Schritte hinterlässt in einem System eine digitale Spur. Genau diese Spuren sind für Process Mining interessant. Nicht eine Tabelle allein, sondern die Reihenfolge der Ereignisse. Denn Prozesse sind keine statischen Datenpunkte. Prozesse sind Bewegungen über Zeit. Und Process Mining liest nicht nur das Ergebnis, es liest die Geschichte dahinter. Aus einem einzelnen Ereignis wird eine Trace, also der Verlauf eines konkreten Falls. Aus vielen Traces entsteht ein Event-Log. Und aus diesem Event-Log kann ein Prozessmodell abgeleitet werden. Das ist der entscheidende Schritt. Du gehst von einzelnen digitalen Spuren zu einer strukturierten Sicht aus dem realen Prozess. Nicht aus Bauchgefühl, nicht aus Erinnerung, nicht aus der idealisierten Version im Workshop, sondern aus dem beobachtenden Verhalten. Aber Process Mining funktioniert nicht einfach nur, weil Daten irgendwo vorhanden sind. Du brauchst 3 Dinge. Erstens, eine gute Geschäftsfrage. Zweitens, Eventdaten. Und drittens, Prozesskontext. Eine gute Geschäftsfrage kann zum Beispiel sein: Warum kommen Lieferungen zu spät? Warum dauert die Rechnungsfreigabe so lange? Warum springen Tickets zwischen Teams hin und her? Dann brauchst du Eventdaten, also Informationen darüber, was wann für welchen Fall passiert ist. Und du brauchst Prozesskontext, Regeln, Rollen, Zielbild, Fachwissen. Denn Daten ohne Kontext sind gefährlich. Und Kontext ohne Daten bleibt oft Meinung. Process Mining wird stark, wenn beides zusammenkommt. Jetzt ist wichtig, was Process Mining nicht ist. Denn hier entstehen viele Missverständnisse. Process Mining ist nicht nur ein KPI-Dashboard. Kennzahlen allein geben dir keinen Einblick in den Ablauf. Process Mining ist auch nicht nur ein Prozessdiagramm. Ein Soll-Prozessmodell zeigt dir, wie der Prozess gedacht ist.
Process Mining zeigt dir, wie er tatsächlich läuft. Und Process Mining ist auch keine automatische Optimierung auf Knopfdruck. Ein Tool liefert dir keine fertige Lösung. Insights müssen interpretiert, priorisiert und umgesetzt werden. Das ist wichtig, weil Process Mining kein Ersatz für Denken ist. Es ersetzt nicht Prozesswissen und auch nicht Management und auch nicht die Entscheidung, was du mit deinem Insight machst. Aber es macht deine Diskussion präziser. Du diskutierst nicht mehr nur, ich glaube, das Problem liegt im Lager oder ich glaube, das Problem liegt im Vertrieb, sondern du kannst fragen, welche Fälle waren betroffen, welche Variante hatten sie, welche Aktivität hat gewartet, welche Änderung kam vorher und welche Prozessfahrt erzeugt die meisten Probleme. Das ist ein anderer Gesprächsmodus. Am Ende hilft dir Process Mining bei 3 Leitfragen. Erstens, was passiert? Welche Schritte finden statt? Welche Variante gibt's? Wie sieht der Happy Path aus? Zweitens, wie läuft's? Wie lange dauert der Prozess? Wo entstehen Wartezeiten? Wo gibt's Schleifen? Wo entstehen Engpässe? Und drittens, warum passiert's? Welche Muster tauchen immer wieder auf? Welche Einflussfaktoren spielen eine Rolle? Welche Ursachen stecken hinter Abweichungen? Genau hier beginnt der Unterschied zwischen bloßem Reporting und echter Prozessanalyse. Fassen wir zusammen. Process Mining ist keine Magie und es ist auch nicht einfach ein weiteres Dashboard. Process Mining verbindet digitale Ereignisse, Prozesslogik und Businessfragen. Und es zeigt dir nicht nur, was passiert ist. Es hilft dir zu verstehen, wie es passiert ist. Und genau dadurch kannst du Prozesse gezielter verbessern. Im nächsten Video schauen wir uns den Rohstoff dahinter an, Eventlogs. Du wirst sehen, warum Käse die Aktivität und Zeitstempel so wichtig sind und warum ein kleiner Fehler in den Daten deine komplette Prozessanalyse verfälschen kann. Wenn du verstehen willst, wie aus den Systemdaten echte Prozessintelligenz entsteht, abonniert Smart Data Stories. Und schreib in die Kommentare, welchen Prozess würdest du gern einmal wirklich aus den Daten heraussehen. Bis zum nächsten Mal und wie immer, mögen die Daten mit dir sein.